Das folgende Video ist keine Anleitung, sondern eine Dokumentation, wie ich gearbeitet habe. Das Video soll also niemanden auffordern, diese Arbeit selbst durchzuführen. In diesem Video beschäftige ich mich mit einer weiteren Meisterdisziplin im Mopedschrauben, nämlich der Vergasereinstellung. Aber warum sollte ich etwas an meiner Vergasereinstellung ändern? Zum Beispiel, weil das Moped einfach zu viel Benzin verbraucht. Das erkennt man auch daran, dass man ständig eine Rauchwolke hinter sich herzieht. In meinem Fall handelt es sich aber um ein zu mageres Gemisch, was sich im Fahrbetrieb und am Kerzengesicht erkennen ließ. Bevor ich an den Vergaser ranging, habe ich zunächst überprüft, ob die Benzinzuleitung und der Ansaugtrakt in Ordnung sind. Wenn nämlich zu wenig Benzin angeboten wird, führt dies zu einer Abmagerung des Gemisches. Auch empfehlenswert wäre eine Messung des Benzindurchflusses. Das habe ich an dieser Stelle aber nicht gemacht. Ebenfalls zu einer Abmagerung des Gemisches kommt es, wenn zu viel Luft angeboten wird durch Undichtigkeiten am Ansaugtrakt. Dies kann man einfach überprüfen mit Bremsenreiniger. Wenn der Bremsenreiniger durch Öffnungen in den Ansaugtrakt eindringt, dreht der Motor hoch. Nach diesen Prüfungen vorab beginne ich nun die Arbeit am Vergaser. Hier sehen wir den Vergaserschieber mit der Teillastnadel. Die Teillastnadel hat Einfluss auf den mittleren Fahrbetrieb, also die Teillast, nicht auf die Volllast und nicht auf den Leerlauf. Trotzdem zeige ich das hier zuerst. Denn die Teillastnadel ist der am einfachsten einzustellende Teil eines Vergasers. Man kann die Nadel höher hängen oder tiefer hängen. Das passiert mit dieser Spange hier. Hängt man sie höher, wird das Gemisch im Teillastbereich fetter. Hängt man sie tiefer, wird das Gemisch im Teillastbereich magerer. So sind kleine Einstellungen möglich. Das Einstellen der Teillastnadel sollte deshalb immer erst im Anschluss an das Einstellen der Hauptdüse erfolgen. Denn die Hauptdüse ist maßgeblich für den Volllastbereich und die Teillastnadel ist dann nur noch das Feintuning.
Wenn man an die Hauptdüse und an die Leerlaufdüse rankommen möchte, muss man den Vergaser erstmal auf die Seite drehen und unten diese Schale abnehmen. Dabei kann etwas Benzin rausfließen. Hier sehen wir rechts die Hauptdüse und links die Leerlaufdüse. Am Anfang der Vergasereinstellung gilt es, eine Grundsatzentscheidung zu treffen, nämlich das Verwenden von Bing-Düsen oder Zubehördüsen. Bing-Düsen sind durchflusskalibriert. Die Zahl, die draufsteht, hat also nichts zu tun mit einem Durchmesser. Zubehördüsen dagegen sind metrisch kalibriert. Die Zahl, die draufsteht, steht für den Durchmesser, zum Beispiel 1,22 mm. Die Bing-Düse 122 ist also nicht identisch mit der Zubehördüse 122. Um sich zwischen diesen zwei Systemen nicht durcheinander bringen zu lassen, gibt es ein cleveres Hilfsmittel, die Düsenlehre. Mit ihr lassen sich Bing-Düsen und Zubehördüsen ungefähr vergleichen. Ich habe mich also entschieden, meinen Vergaser mit Zubehördüsen einzustellen. Dazu habe ich mir einfach ein Sortiment bestellt, in den Größen, die ich vermutlich brauchen werde. Jetzt kommt meine Düsenlehre zum Einsatz. Mit ihr prüfe ich zuerst die Düse, die ich in meinem Vergaser drin hatte. Nun suche ich mir eine Düse, die tatsächlich ein Stückchen größer ist. Der Einfluss der Leerlaufdüse auf den Fahrbetrieb beschränkt sich auf den Schiebebetrieb, denn in diesem Zustand macht man den Schieber zu und der Motor zieht dann Benzin über die Leerlaufdüse. Ansonsten ist das Prozedere dasselbe wie bei der Hauptdüse. Man wählt einen Durchmesser und je nachdem, ob dann der Leerlauf gut oder schlecht ist, tauscht man diesen gegen einen größeren oder kleineren Durchmesser aus. Nach diesem Schema habe ich mich Schritt für Schritt zu einer besseren Vergasereinstellung hinprobiert. Dies ging nicht im ersten Versuch gut. Ich musste tatsächlich mehrere Schritte machen. Im Folgenden seht ihr meine Fahrvideos, in der ich verschiedene Vergaser-Setups zur Probe fahre. Achtet auf das klingelnde Geräusch bei den kleinen Hauptdüsen am Anfang und wie es zunehmend weniger wird mit größerer Hauptdüse. Hört ihr dieses knisternde, nagelnde Geräusch? Das sind die Selbstzündungen durch zu mageres Gemisch. Wenn ihr das während der Fahrt hört, rate ich zu sofortiger Vorsicht, die Fahrt zu verlangsamen und den Choke zu ziehen, um die innere Kühlung zu verbessern.
Jetzt eine etwas größere Hauptdüse. Ihr werdet hören, dass das Problem nur dadurch noch nicht ganz beseitigt ist. Bei Volllast hört sich der Motor nun schon ganz manierlich an, aber gerade bei Teillast ist noch deutliches Klingeln zu hören. Ich habe mich also entschieden, nochmal eine größere Hauptdüse einzusetzen. Parallel dazu habe ich auch die Leerlaufdüse gewechselt. Dies hat aber nichts mit dem Klingelgeräusch zu tun, sondern mit der Stabilität des Leerlaufes. Ich habe auch die Nadel auf eine fettere Position gehängt. Dies soll dem Klingeln im Teillastbereich Rechnung tragen. Bitte beachtet, dass dies eine Zusammenfassung ist und dass man normalerweise an der Vergasereinstellung immer nur einen Schritt nach dem nächsten tut. Mehrere Veränderungen auf einmal machen die Einschätzung des Ergebnisses schwieriger. Da ist es doch noch das Klingelgeräusch, aber nur noch in einem kleinen Bereich im Teillast. Ich habe mich entschieden, die Nadel auf fetteste Position zu hängen und dann diese Einstellung länger zur Probe zu fahren. MZ, das Motorrad für Männer mit guten Ohren.